Hallo, willkommen beim Kanal Protect Inner Circle. Ich freue mich auf ein neues Video, diesmal zum Thema Treue. Die Treue ist eben auch in vielerlei Hinsicht zu beurteilen. Und da kommt mir dieser Dreistrang einfach auch in den Sinn. Die Treue zu sich selbst, die Treue zu Gott, die Treue zum Partner. Und ich habe das mit dieser Art und Weise, wie man eben heilt und sich klärt und das dann eben weiterträgt, erstmal für sich, dann in der Partnerschaft mit Gott, und dann in der Partnerschaft mit den Kindern und so weiter. Das habe ich in dem vorigen Video schon kurz angesprochen. Die Treue in alledem eben auch zu halten. Und wenn man für sich seine Verheißung eben auch schon denkt, bekommen zu haben oder den Weg einfach auch geht und Gott einfach auch immer da ist und man sieht, er ist einem treu, dann will man ihm genauso treu sein. Es geht gar nicht anders. Und man darf dann auch zu sich selber treu sein. Ich habe viele Momente gehabt in meinem Leben, in denen ich nicht treu gewesen bin zu mir selber, in denen ich mich verschenkt habe, obwohl ich keine Lust hatte zu irgendetwas, das dann doch gemacht. Und da gibt es ja auch so viele Sachen. Ich weiß nicht, was dir gerade dazu einfällt und in den Sinn kommt. Da gibt es bestimmt vieles, einiges, was da so aufploppt. Und ja, dann natürlich in erster Linie die Treue zur Partnerschaft. Das war mir besonders einfach auch immer wichtig. Und vor allem auch, wo fängt die Treue an? Da möchte ich gar nicht tief reingehen, da könnt ihr mich gerne mal anschreiben, wenn ihr das genauer wissen wollt. Aber es gibt gewisse Grenzen, die gehen, darüber hinaus geht es einfach nicht. Und da sind dann eben die Punkte, wo man sagen muss, nein, das funktioniert nicht. Treue ist ein tiefes Samenkorn. Während die Freude so aufsprudeln darf, ist dieses Samenkorn ein ganz tiefes, was man ganz tief in die Erde legt. Und das braucht, wenn diese Treue gebrochen wurde, auch oftmals lange Zeit zum Keimen. Ohne Liebe bin ich nichts. Eiskalt ist es dieser Zeit, mein Weg zu dir so weit. Vom Boden klaubte ich mich auf und fuhr zum Meer hinauf. Sonnenstrahlen mein Herz erhellten, 2 Schwäne übers Meer schnellten. Schwäne so sonderbar schön, das ist mein ganzer Lohn. Ich saß in der Kirche, lauschte dem Lied, in mir war es vollkommen Fried. Da war es, Gott Erbarmen, ich fühlte mich in deinen Armen. Ohne Liebe bin ich nichts, Hüter des hellen Lichts. Durchs Fernrohr schaue ich zum Hügel, halte Ausschau nach meinem zweiten Flügel. Ja, das ist einfach der Weg aus dieser eiskalten Zeit hinaus, dass man sich aufrafft und eben die Sonne wieder ins Herz hineinlässt. Sieht, was Gott alles für ein Gutes tut, egal wie weh es gerade tut, egal wie sehr man auch vielleicht in der Sehnsucht ist. Bei mir hat dieses Gedicht auch Sehnsucht ausgelöst, oder die Sehnsucht hat das Gedicht ausgelöst, so rum, dass man trotz alledem eben erkennen kann und sehen kann,
wie schön die Welt ist und was Gott für einen tut. Also ich gehe auf in der Natur. Buntes Laub, ich liebe es. Ich mag es. Ich mag verschiedene Stimmungen zu jeder Jahreszeit. Ich liebe den Winterwald im tiefsten Schnee. Und so konnte ich mich halt eben, als ich mich aufklaubte, das ist hier auch nach einer wahren Begebenheit, konnte ich halt auch, obwohl ich überhaupt nicht wollte und konnte, habe ich mich aufgerafft, bin losgefahren und konnte einfach in dieser Sonne, in diesen Schwänen über dem Meer einfach dem Moment auch das Glück erfahren und sagen, hey, es geht trotzdem. Und ich saß dann halt in dieser Kirche zu einem Konzert mit einem inzwischen guten Freund und ich bin einfach in den Frieden gekommen, in diesen Raum hinter den Gedanken und hinter den Emotionen. Also da ist auch der Friede wieder verwoben. Also jedes Samen ist mit dem anderen verwoben. Und als ich so da saß und mich so alleine gefühlt habe, so in der Sehnsucht trotzdem war, auch wenn ich schon ein bisschen aufatmen konnte zu diesem Zeitpunkt, fühlte ich aber wirklich eine absolute Umarmung. Ich habe mich richtig zurücklehnen können und ich habe mich umarmt gefühlt. Umarmt von Gottes Liebe. Und so konnte ich mich dann auf einmal auch füllen. Und als ich so da saß, ist auch dieser Mensch, den ich in diesem Zeitpunkt so vermisst habe, auch ihn konnte ich in dem Moment spüren, wie ich eben genauso nicht nur in Gottes Arm, sondern auch in seinen Armen saß. Und ich habe gesagt, okay, es ist alles okay, die Liebe, die ist einfach da. Und so ist es auch mit dem vorigen Gedicht, die Liebe mit den Erwartungen. Ich konnte alle Erwartungen loslassen, die ich hatte, und es einfach sein lassen und einfach es annehmen, wie es ist, und habe darin einfach mein Glück auch wiedergefunden. Und dennoch bin ich ohne Liebe nichts. Hüter des hellen Lichts. Das ist einfach die Liebe Gottes. Ohne ihn geht es nicht, denn ohne ihn ist keine Liebe da. So muss man das einfach sehen. Und ganz zum Schluss, durchs Fernrohr schaue ich zum Hügel, halte Ausschau nach meinem zweiten Flügel. Also ich weiß für mich einfach, dass ich da einen bestimmten Weg für mich gehe und gehen möchte auch und gewisse Dinge eben auch noch erfahren möchte, und deswegen ist eben dieser Blick durch dieses Fernrohr auch immer noch da, was ich durch dieses Fernrohr einfach auch sehe. Ja, das sind einfach Dinge, die ich in Liebe einfach auch sein lassen kann, egal was ist. Ja. Und genau das wünsche ich euch auch, einfach das ist die Treue zu Gott. Nur durch Gott habe ich diese Liebe. Und da er sie mir gibt, gebe ich ihm diese Treue einfach auch selber, ohne nachzudenken, ohne da überhaupt etwas anderes denken zu wollen. Und so geht es mir einfach auch in der Partnerschaft und ja auch zu allen Menschen überhaupt. Eine gewisse Treue zu sich selber muss vorhanden sein, denn auch ohne die kann man nicht erwarten, dass andere einem treu sind, wenn man sich selber nicht treu gewesen ist bis zu diesem Zeitpunkt. Es kann sich heute hier alles ändern, wenn das noch der Fall ist und man sich irgendwie nicht treu behandelt fühlt oder geliebt in der Treue, dann ist das der Moment, tiefer zu gehen, tiefer ins Herz, tiefer in die Liebe und sich selber einfach auch treu zu sein und auch abzuschalten, vor allem rauszugehen und Gott zu finden,
die Treue zu ihm zu entdecken. Die zwei Späne. Agape.